Willkommen wieder einmal zu einem kleinen Video. Ich wurde zum wiederholten Male gefragt in den letzten Wochen, auch anlässlich von Vorfällen, die wieder diskutiert wurden, auch in der Presse, warum es denn zu Missbrauch kommt, auch durch buddhistische Lehrer. Und die Frage ist natürlich nicht einfach, aber dieses Warum steht im Raum, weil klar, die buddhistische Lehre bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie den Anspruch erhebt, auch etwas anderes zu sein, etwas anderes anzubieten. Also, was ist los? Die Antwort aus der Sicht der buddhistischen Praxis selbst ist so einfach, dass man es kaum wagt, es zu denken. Es bedeutet, dass überall da, wo Missbrauch stattfindet, es zu keiner ausreichenden Integration der Verständnisse gekommen ist, die durch Studium, Kontemplation und Meditation entstanden sind. Punkt. Also, zu behaupten, dass jemand hoch verwirklicht ist, aber gleichzeitig zum Beispiel Vergewaltigung begeht, das ist ein Widerspruch, den ich nicht aufrechterhalten möchte. Diese Person ist dann nicht hoch verwirklicht. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und ich kenne aus meinem eigenen Erfahrungsbereich, Leben, kenne ich ein Nebeneinander von Dharma-Verständnis und emotionaler Integration. Und ich weiß, wie schwierig das ist, dass das zu einer echten Integration findet. Dieses Nebeneinander, das ist so, dass wenn der Meister, leider sind es dann halt doch meistens Männer, über die man erfährt, dass Missbrauch stattgefunden hat, dass wenn sie unterrichten, diese Männer, die Gurus, Lamas, Meister, Roshis und dergleichen genannt werden, dass sie, während sie so unterrichten, sich mit ihrer Meditation verknüpfen und da auch ein Segen spürbar wird, weil der Segen ist immer da. Segen ist nicht einfach völlig weg, wenn jemand in einem anderen Lebensbereich nicht integriert ist. Sobald diese Person aus dem Vollen schöpft, mit ihrem eigenen Potenzial verbunden ist, dann ist der Segen spürbar, dann können sie auch anknüpfen an frühere Erkenntnisse. Und diese Momente sind authentisch. Ja, und sie sind wahr. Die sollen auch hier gar nicht in Frage gestellt werden. Nur müssen wir uns dabei auch klar sein, dass zwischen der Eloquenz eines Lehrers, seinem Charisma und seiner tatsächlichen Verwirklichung kein direkter Zusammenhang besteht. Ein Mensch, ob Meister oder Meisterin, normaler Schüler oder Schülerin, wird nicht entsprechend besser sprechen, eloquenter sein, bloß weil die Verwirklichung zunimmt. Ja, es gibt dann ein zunehmend tieferes Verständnis, was sich dann auch ausdrücken kann in Worten. Aber dass jemand gut sprechen kann, das sind meistens Fähigkeiten, mit denen Menschen schon geboren werden, sehr früh entwickeln, die haben mit anderen Faktoren im Leben zu tun, gar nicht so sehr mit der meditativen Praxis. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Charisma oder auch wie viele Anhänger, Anhängerinnen jemand hat, ist überhaupt kein Zeichen für spirituelle Verwirklichung, also für tiefe Seinserkenntnis. Worauf es ankommt, ist, ob die Erkenntnis, die Seinserkenntnis, die jemanden beseelt, die jemanden inspiriert, wie weit die sich in alle Lebensbereiche
in allen Lebensbereichen ausdrückt, in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Also zum Beispiel fluchend Auto zu fahren und da gar keine Geduld zu haben, während man ansonsten der Meditationslehrer, die Meditationslehrerin ist für Achtsamkeit. Das geht überhaupt nicht. Es geht um eine Integration. Oder es nicht zu schaffen, durch einen Supermarkt zu laufen wie andere Leute, weil man sich über dieses und jenes aufregt. Schwierigkeiten mit dem Alltag zu haben oder zum Beispiel, wie es auch sehr klar und deutlich berichtet wird, nicht allein schlafen zu können oder zu wollen, weil man immer jemanden im Bett braucht und unter Umständen sogar immer wieder neue Partnerinnen im Bett braucht, wenn es dann Partnerinnen sind. Das alles sind Zeichen für mangelnde Integration. Wirkliche Integration geht 24 Stunden rund um den Tag und kennt keine Ausnahmen. Und das ist also sehr einfach zu erklären, so von wie es sein sollte. Ich glaube, da würde jeder zustimmen. Warum es dazu nicht kommt, ist, weil der Praktizierende emotional faul ist, die eigene Erkenntnis, die bereits gemachte Erkenntnis auf die schwierigeren Bereiche seines Erlebens anzuwenden. Faulheit sage ich ganz bewusst, es ist eine spirituelle Faulheit, es ist eine Trägheit, die Bereiche anzugucken, die da unangenehm an die Oberfläche kommen, die bewirken, dass zum Beispiel eine Gereiztheit oder eine sexuelle Spannung auftaucht, dass man ärgerlich wird, dass man Kritik nicht ab kann. Diese Bereiche gehören ins Zentrum der Praxis. Und das ist genau, was eigentlich die buddhistische Lehre ist, dass es um das Reinigen dieser emotionalen Schleier geht und da muss der Blick hingehen. Jetzt haben wir es bei vielen der Täter, wenn man so ein bisschen in der Biografie guckt, haben wir es mit Menschen zu tun, die sagen wir mal grob gesagt, eine ungesunde Kindheit hatten. Viele der Tulkus, der sogenannten Wiedergeburten, die dann in Klöstern großgezogen wurden, die sind sehr früh von der Familie getrennt worden. Andere haben noch Traumata der Flucht hinter sich oder die Verletzungen, die mit einer Erziehung zusammenhängen, wo man so im Wechselbad der Emotionen ständig unterwegs ist, zwischen gepriesen werden, verehrt werden auf der einen Seite und herablassend behandelt werden, kritisiert werden von den eigenen Lehrern und von Tutoren und so weiter auf der anderen Seite. Und das alles ist eigentlich nur aus einem psychotherapeutischen Blickwinkel zu verstehen. Missbrauch, wenn ich von Missbrauch höre, egal in welchen Kreisen, egal aus welcher Religion das kommt, dann geht mein Blick sofort auf die möglichen emotionalen, psychologischen Gründe für diese mangelnde Integration. Und da muss angesetzt werden. Und es muss systemisch angesetzt werden. Das heißt, es braucht eine Kultur, eine andere Beziehungskultur zwischen Lehrer und Schülerinnen. Darum handelt es sich jetzt meistens, aber es werden auch zum Beispiel männliche junge Mönche missbraucht, Pädophilie. Es braucht eine neue Beziehungskultur in alten, gewachsenen Religionen, in alten, gewachsenen Strukturen. Es müssen Abhängigkeiten vermieden werden. Die Abhängigkeit zu meinen, wenn ich mich nur ganz dem Guru hingebe, dann kommt alles gut, da ist Segen drauf. Also all das. Die Literatur darüber, wer sich die Mühe macht zu lesen, die ist ja schon recht klar und eindeutig über Missbrauch in Sekten und damit haben wir es zu tun. Es bildet sich jeweils,
wenn häufig Missbrauch getrieben wird um einen Lehrer, bildet sich so ein kleiner Kreis von Eingeweihten, die diese Art des sexuellen Verhaltens schützen, sogar nähren, dafür sorgen, dass Zulieferinnen gefunden werden, also Menschen, die bereit sind, in diesen Kreis einzutreten. Und das Ganze wird spirituell verbrämt, entweder als Dienst am Guru oder als Dienst des Gurus an der Schülerin, als ein unter Umständen schnellerer Weg des Erwachens, und das alles ist Humbug. Es gibt so etwas, aber das hat nie etwas mit Missbrauch zu tun. Es gibt die Praxis der Karma Mudra im tantrischen Buddhismus, die ist auf völligem Respekt begründet, auf einer Gleichheit der Partner und Partnerinnen, die sich wirklich auf Augenhöhe begegnen. Und dieses Begegnen auf Augenhöhe geschieht auch in langfristigen Beziehungen. Das sind nicht mal für wenige Nächte, eine Nacht, sondern sind mehrjährige Beziehungen des Miteinanderwachsens und Voneinanderlernens. Und darin ist auch ein Teil dessen, was wir tun können, damit es heilt. Es geht immer darum, die längerfristigen Beziehungen zu ermöglichen, therapeutische Hilfe aufzusuchen und darauf zu achten, dass alles auf der Ebene der Herzensgleichheit und auf Augenhöhe passiert. Also dass man keinerlei schräge Beziehungen unterstützt. Schräg, damit meine ich Gefälle, meine ich, dass die eine abhängig ist, der andere dominiert. Also all diese Varianten von Beziehungen, die einen Missbrauch erleichtern. Es gibt noch sehr, sehr viel dazu sagen, aber was tatsächlich hilft, ist nicht zu suchen für Gründe in der Lehre, sondern warum es zu einer so mangelnden Anwendung und Integration der Lehre gekommen ist. Und da kann man dann oft sehen, wie die eigenen inneren Instanzen versagen, wie jemand es zwar schafft, irgendwie 12, 16 Stunden am Tag recht integriert unterwegs zu sein und dann einfach, sobald er sich allein fühlt, sie sich allein fühlen, die Aufmerksamkeit nachlässt und auch das Gefühl, das ist dann oft so Arroganz, Stolz, das sind so ein bisschen narzisstische Züge, dieses Gefühl, ach, ich brauche mich um die Regeln, die für andere gelten, brauche ich mich ja nicht zu kümmern, weil ich bin ja schon längst jenseits von diesen Ursache-Wirkungsbeziehungen. Für mich sind Ursache und Wirkung unerheblich. Ich durchschaue sie als leer und überhaupt gibt es ja weder mich wirklich noch den anderen. Und damit nutzt man dann die ganze innere Dharma-Rhetorik, um sich selbst und anderen etwas vorzumachen, als würde jetzt die große Ausnahme stattfinden, statt sich wirklich der eigenen emotionalen Thematik zuzuwenden und zu sagen, okay, ich fühle mich allein, ich habe das Bedürfnis nach Intimität, zu diesem Bedürfnis nach Intimität werde ich stehen, auch wenn ich vermeintlich ein großer, verwirklichter Lehrer sein sollte. Aber tatsächlich bin ich sehr bedürftig, das sind unter Umständen ist da noch ein kleines Kind, das sind Anteile von mir, die danach rufen, in den Arm genommen zu werden, die danach rufen, Intensität der körperlichen Begegnung zu erleben. All das braucht unsere Aufmerksamkeit und braucht ein tiefes Ja und dann die Frage, wie kann ich in diesen Situationen auch praktizieren? Also, dass das tatsächlich dann zur Praxis wird, zu einer Praxis von Liebe, Mitgefühl, also Mitschwingen, Resonanz und von tiefer Einsicht. So viel für heute. Das Thema ist riesig, weil es im Grunde genommen
ein Licht wirft auf die vielen Herausforderungen unserer emotionalen Prägungen und wie wir da zu guten Lösungen kommen, in wirkliche innere Gelöstheit.